Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. The thing was, he was a really nice guy. I felt lousy tolerating him. See you later, fellas. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noir. Wir haben gerade nochmal das Video gesehen, was wir auch am Ende der letzten Folge gesehen haben. Und da hat sich ja ein Mann am Auto zu schaffen gemacht, sodass das die Böschung runtergefahren ist. Und wer das war und wie das alles passiert ist und womit das alles zusammenhängt, das wollen wir doch jetzt rausfinden. Zum Glück ist es ja direkt bei uns gegenüber, deshalb kann ich auch selber fahren oder auch gar nicht. Ah doch, ein Auto ist da. Ich dachte schon, Auto geklaut. Ja, sehr gut. Wo willst du jetzt einsteigen? Ach, du setzt dich gleich ans Steuer. Entschuldigung. Watch what you're doing! Tja, man kann doch Schaden anrichten, auch wenn es nur 50 Meter Luftlinie sind. So. Wo kommen wir hier rein? Ja, vielleicht? Hier vielleicht? Stop just ahead. Okay, wir steigen aus. Automatisch. Da ist auch unser Freund der Gerichtsmediziner wieder. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the 2 of them still have juice. Okay, eine Schauspielerin-Ehefrau sozusagen. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's is Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Mhm. Also scheint Drogen im Spiel zu sein. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Dann fragen wir noch mal zuerst die Zeugen, was hier denn so Mrs. passiert McAfee, wäre. we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like. Keep out of this. Die hat eine Blitznarbe auf der Stirn. Harry Potters Schwester. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Mhm. Drogen einfach so? Wie ihr das glauben wollen? Nee, da muss doch noch mehr im Spiel gewesen sein. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Mark Bishop, wer ist das denn? You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Okay.
Aber jetzt verzieht sie nicht das Gesicht, deshalb mache ich mal Wahrheit. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Okay, das war falsch, schade. Aber dann macht uns doch die Dame ganz schön an hier. This is a big scene, Phelps. Okay, der macht nichts. Der fällt uns wieder hin, wenn wir ihn anhalten. Let's go see the coroner. Wie kommen wir denn da runter? Bestimmt nicht auf diesen Wege. Wie sind denn die anderen da runtergekommen? Da hinten rum? Oder hier rum? Wir haben leider keinen Arschschlitten dabei. Also hier ganz sicher nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Am besten wir nehmen das Auto und fahren auch da runter. Aber wir sind ja sportlich. Haben wir auch in der letzten Folge gesehen und deshalb joggen wir mal hier schön am Hügel der Stadt entlang und fragen mal den Gerichtsmediziner. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Auf dem Kofferraum, was ist denn da? Ein Höschen. Ein zerrupftes Höschen. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Okay, eine mögliche Vergewaltigung. Und was haben wir hier? Ja, gleich mal einen Brief öffnen. Dear Jessie, liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater machen, es ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clever Bo sein. Schöne Kleider tragen und Männer küssen. Jetzt geht's schnell. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass es nicht so einem Lebens... Jetzt bin ich raus. Du, ja, man kann gar nicht so schnell lesen. Du kennst ja deine alte Mutter. Die Welt ist ein gefährlicher Ort für junge Mädchen. Mhm. Also ein Brief der Mutter, die wahrscheinlich der Tochter zurückhaben möchte. Und nicht in dieser großen, dreckigen Stadt, wo es Drogen, Vergewaltiger, Mörder und alles Mögliche gibt. Mhm. Liest euch den ganzen Brief vor. She's a long way from home. Sonst ist in der Tasche nichts, nein, ich glaube nicht. Hier ist ein Brief. Aber nicht nochmal. Oh nein. Können wir das abbrechen? Ja, gut. Ich dachte schon. Ja, jetzt haben wir einen Brief. Hier haben wir noch ein Nummernschild. Dann könnt ihr mal rausfinden, wem das Auto gehört, aber wahrscheinlich der Schauspielerin Frau da oben. Und ihr Mann regelt das mit irgendeinem Bischof. Gucken wir nochmal hier rein. Da ist Blut. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Wahrscheinlich beim Must have been Aufschlag. unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Sonst sehen wir hier nichts. Das hat doch gerade geblinkt. Da. Hm. Ach so, Auto. Gut, dann reden wir mit dem Gerichtsmediziner. Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Nö.
What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Aha. Das war das also, was der Mann da gemacht hat mit dem Auto. Haben wir den We should speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Adresse vom Filmset? Können wir hier noch was? Tag. Ist noch irgendwas in den Büschen? Was uns vielleicht weiterbringt, aber es sieht nicht danach aus. Es sieht nicht danach aus. Und wir sollen wieder mit der Frau reden. Also weiter finde ich hier erstmal nicht. Kann ich noch in diese Tür reingucken? Ja, da sehe ich auch noch das Blut. Kann man sonst? Ne. Na gut. Ja, Bing. Bing ist immer gut. Dann joggen wir mal wieder nonchalant den Weg nach oben und reden nochmal mit der Frau am Krankenwagen. Die so künstlich falsch ist, dass die eigentlich nie die Wahrheit sagen kann. Kann das sein? Fragen wir doch mal über die verletzte Beifahrerin. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Die weiß doch mehr. Das ist doch hier Zickenkrieg par excellence. Anzweifeln. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. Okay, das war falsch. Ah. Künstlicher Schrumpfkopf. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Das ist doch gelogen, aber ich weiß nicht, wie ich es beweisen soll. Opfer unter Drogen, künstlicher Schrumpfkopf. Nochmal anzweifeln. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's see if we can shake out of the kid. Dann fragen wir doch mal den Requisitenmenschen, ob der mehr weiß. Oder zuerst diese Jessica, die im Auto war. Die wahrscheinlich vergewaltigt wurde, oder zumindest der Versuch einer Vergewaltigung. Aber der Schlüpfer war ja in ihrer Tasche, in ihrer eigenen Tasche. You're behind the wheel. Achso, wir können So, doch where zur you wanna go? Zentralklinik fahren. Dann fahren wir doch mal dahin. Ich hoffe, ich bin damit beim Antworten besser. 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Und da sind wir im Krankenhaus. 8 Uhr morgens. Können wir rennen? Ja, geht schneller. So, wo ist denn die gute Dame? Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No, I don't Okay. need to be Feeling manhandled better by since a this doctor. morning, I Jessica? need my Guten lawyer. Tag. A little. Hey, My
Where is the telephone? Do you know who I am? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Die sieht aber noch sehr jung aus. 15, huh? Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Gestern ist nichts passiert, wir haben doch aber die Unterwäsche. Da mache ich doch mal Lüge mit der Unterwäsche. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Die hat sich sozusagen prostituiert für eine Rolle. Aha. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Das ist doch auch falsch. Die lügt doch hier wie gedruckt. Wann sagt sie denn mal die Wahrheit? You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Weil wir den Brief gefunden haben, Mensch. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Klingt wie K.O.-Tropfen. Ich weiß gar nicht, ob es die früher schon so gab, in der Form, wie es die heute gibt. Die Verbindung zu diesen Requisitenmenschen. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Ja und? War falsch. Wir haben ja 5 Intuitionspunkte. Wir können ja mal einen einsetzen. Warum aufsparen? Ich dachte Wahrheit oder Anzweifel. 1 fällt raus. Ich mach mal die Wahrheit. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of the camera with the lights turned on you. Na, verdammt. Und die Beweise für kriminellen Missbrauch? Wir haben ja nur die Hülse. Die Hülse, ja genau. Die Hülse. Ach so. Wir haben den medizinischen Bericht, dass sie missbraucht wurde. Also wenn sie jetzt lügt, dann wissen wir es. Wenn sie nicht lügt, ist es auch gut. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Ja, das ist ihr Lügengesicht, eindeutig. God damn it, tell the truth, Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. Mach ich jetzt Beweis für Missbrauch? I think you should leave now. You're being horrible to me. Das wollte ich nicht, Thank auch you, keine Jessica. Entschuldigung. Been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. Wir wollen doch nur das Schwein I think festnehmen. it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Okay. Jetzt müssen wir sie verfolgen. Bestimmt wieder ganz unauffällig mit dem Auto.
Ja, das fällt auch gar nicht auf, wenn da 2 Mann hinter der Ecke lauern. Das ist ja wie bei Mitten im Leben. Hinter so einem Ast. Mit Kamera ein bisschen wackeln. Damit es so aussieht, als ob es echt ist. Der Ampel? Egal. Ballard is definitely up to something. Sie wurde also sexuell missbraucht, aber sie hat das auch gewollt so irgendwie, weil sie die Filmrolle haben möchte. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Hat sie gezwungen? Und dieser Mr. Bishop. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Er ist der Vergewaltiger, weil er den Film? Wir fahren hier weiter hinterher. Und jetzt hält sie an. Twux? Hier nicht Twux, das ist ja einfach nur eine Apotheke. Get in there and see what she's up to. Ja, natürlich. Gehen wir einfach hinterher. Jetzt muss ich auch noch in Deckung gehen? Bei der Tür? Tritt das Café, ohne gesehen zu werden. Von wem? Von ihr? Ich weiß ja gar nicht, wo sie ist. Ach, da. Lalala. Setzen wir uns unauffällig hin. Baby? No! I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it! You still know people out here, don't you? Then make some calls! I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Jetzt haben wir eine Adresse. Sure, I got the film. Und wir sollten vorher da sein, bevor jemand anderes ihn erreicht. Um irgendwas zu tun. Ja, wir sehen sehr schön aus. Kann das jetzt einfach verlassen? Ist sie schon weg? Ja, sie ist schon weg. Alles klar. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Mr. Bishop. Mal sehen, was der so zu sagen hat. Aber das finden wir raus in der nächsten Folge von Let's Play LA Noir. Macht's gut. Tschüss.